Moin Leute, ich möchte euch heute gerne Silk Oud von The Nose Behind vorstellen. Ja, die Marke hat ja Ende letzten Jahres 8 Parfums released und Silk Oud ist tatsächlich der Duft, der am schlechtesten bewertet wurde. Woran das meiner Meinung nach liegt und ob ich da mitgehe oder nicht, erfahrt ihr jetzt im Review. Wenn dir das nun folgende Review gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann drücke doch gerne den Daumen hoch Button und oder abonniere meinen Kanal. Ich sage auf jeden Fall schon mal Danke für die Unterstützung und jetzt legen wir mit der Duftbeschreibung los. Ja, der Name verrät es ja auch schon so ein bisschen. Bei Silk Oud handelt es sich halt um einen Oud-Duft. Und das ist meiner Meinung nach auch schon der Grund, weshalb hier die Meinungen stark auseinandergehen und weshalb Silk Oud auch relativ schlecht bewertet wurde. Denn Oud ist halt eine spezielle Duftnote und vor allem ist es nichts für jedermann. Man muss auch dazu sagen, dass hier in Silk Oud tatsächlich auch eine recht animalische Oud-Note enthalten ist und das mag halt nicht jeder. Für einige riecht es stinkig, für einige riecht es nach Kuhstall, für mich persönlich nicht. Ich finde, es ist eine angenehme Animalik, aber es ist und bleibt natürlich ein subjektives Empfinden und Geschmackssache. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich es sogar mal gut, dass hier eine gewisse Animalik enthalten ist. Denn viele Parfums werben mit Oud, teilweise ist Oud auch im Namen enthalten, aber dann ist tatsächlich oftmals relativ wenig Oud enthalten. Jetzt völlig egal, ob synthetisch oder echtes Oud. In den wenigsten Fällen ist es ja auch echtes Oud, aber man erhofft sich dann mitunter ja auch eine gewisse animalische Note, die oftmals aber dann eben nicht enthalten ist. Und dementsprechend finde ich es endlich mal gut, dass der Name auch Programm ist. Am besten komme ich aber einmal zu der Duftbeschreibung und ich blende euch auch die Duftnoten ein. Also für einen ganz kurzen Moment empfinde ich den Start sogar als frisch und prickelnd. Wir haben hier nämlich Orange, Zitrone und rosa Pfeffer. Ich nehme aber eigentlich auch schon vom Start eben die animalische Oud-Note wahr. Man muss dazu sagen, dass diese Animalik auch den ganzen Duftverlauf über präsent bleibt, sich meiner Meinung nach aber auch schon nach 1 bis 2 Stunden deutlich wieder zurückzieht. Ja, im weiteren Duftverlauf bekommen wir noch etwas Iris und Rose. Ich finde, dass man die Duftnoten auch recht gut herausriecht. Das sind trotzdem für mich eher so beiläufige Duftnoten. Und dann kommt für mich auch der zweite Mainplayer ins Spiel, nämlich die Pflaume. Und dadurch wird der Duft auch richtig schön fruchtig und vor allem auch leicht süß. Meiner Meinung nach aber eben nie zu süß. Ich finde, dass die Duftnoten richtig gut aufeinander abgestimmt wurden. Ja, und im Drydown wird Silk Oud für mich immer weicher und vor allem cremiger. Hier haben wir nämlich Sandelholz, Moschus und Benzoe. Und meine erste Assoziation war im Drydown wirklich, dass Silk Oud für mich wie eine fetthaltige, richtig dickflüssige Bodylotion riecht. Also der Duft wird wirklich für mich richtig schön cremig. Und ich finde dahingehend auch, dass das Thema Silk, was ja übersetzt eben Seide heißt, richtig gut umgesetzt wurde. Ja, denn ich assoziiere mit Seide etwas Weiches und irgendwie auch etwas Cremiges. Und deshalb finde ich, dass das ganze Thema Silk Oud richtig gut umgesetzt wurde. Denn zusammengefasst, wir haben hier einen animalischen Oud-Duft, der im weiteren Duftverlauf durch die Pflaume auch eine tolle Fruchtigkeit und Süße bekommt und im Drydown dann wirklich richtig schön weich und cremig ausklingt. Ich möchte dann abschließend noch mal etwas zu der Haltbarkeit sagen. Die ist nämlich auf meiner Haut mit 9 bis 10 Stunden richtig gut. Also man kommt durch einen langen Arbeitstag. Auf der anderen Seite muss man natürlich trotzdem ehrlich sagen, dass man diese Art von DNA eben auch aus anderen Oud-Parfums kennt, die dann doch deutlich besser performen. Ja, die Sillage ist in den ersten 2 bis 3 Stunden auf meiner Haut wirklich sehr intensiv. Also da strahlt der Duft schon wirklich sehr stark ab. Danach beruhigt sich das Ganze aber natürlich deutlich, aber der Duft wird trotzdem noch vom Umfeld wahrgenommen. So, und dann bin ich auch durch für heute und nun interessiert mich auch deine Meinung. Hast du Silk Oud schon einmal gerochen? Falls ja, wie findest du diesen Duft? Also schreibe mal gerne etwas in die Kommentare. Und auch wenn ich das immer in meinen Videos sage, möchte ich auch hier nochmal abschließend betonen, dass das alles natürlich Geschmackssache und vor allem ein subjektives Empfinden ist. Jeder empfindet Duftnoten anders und Oud ist und bleibt halt eine eher spezielle Duftnote. Ja, dann sage ich danke, dass du hier warst, bleib gesund und munter und bis demnächst.